In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man das Aeros auf einen anderen bisher genutzten Kaffeeindex anpasst. Mit dem Aeros können Sie sich die Farbe des Kaffees in den üblichen SCAA-Indizes anzeigen lassen oder auch mit dem Hunter Lab Coffee Color Index, der die Reflexion bei 640 Nanometern wiedergibt. Darüber hinaus können Sie den HCCI aber auch so anpassen, dass er den Werten einer Skala entspricht, mit der Sie bisher gemessen haben. Alle Kaffeeindizes beziehen sich auf den Reflexionsgrad bei einer bestimmten Wellenlänge. Da sich das Spektrum verschiedener Röststufen bei wachsender Wellenlänge gleichmäßig aufspreizt, gibt es für alle Kaffeeindizes einen linearen Zusammenhang zwischen dem Wert des Index und dem Reflexionswert. Als Beispiel wurden hier 3 Kaffeesorten eingemessen, die als Indexwerte 104, 85 und 61 haben sollen. Im Spektraldiagramm kann man die eben erläuterte Verteilung auch für diese Messungen sehr schön sehen. Zur Umrechnung liest man jetzt in der Spektralwertetabelle die Reflexionswerte bei 640 Nanometern ab. Diese werden in der entsprechenden Umrechnungstabelle links von den Werten, die man erhalten möchte, eingetragen. Damit ergibt sich in der Grafik darunter eine Gerade, deren Steigung und Y-Achsenabschnitt man direkt ablesen kann, um sie dann im Gerät einzugeben. Hier wähle ich also ganz einfach beim Zahlenrad die Farbskalen und die Indizes, dann bei den kundenspezifischen Indizes den HCCI und dort gebe ich dann die berechneten Werte für Steigung und Y-Achsenabschnitt ein. Lässt man sich jetzt in der Farbwertetabelle den HCCI mit anzeigen, erkennt man sofort, dass die Werte desselben sehr gut mit den gewünschten Werten übereinstimmen. Somit können Sie alle Vorteile des Aeros nutzen, aber gleichzeitig mit Ihren gewohnten Kaffeeindizes weiterarbeiten. Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot kontaktieren Sie uns bitte gerne.